Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten, was so auf F21 passiert, auf meinem Battlemage, der jetzt ja mit ganz vielen anderen Servern auch zusammen gemerged worden ist, wie es in der Gilde aussieht, die ersten Gildenfights etc. pp. Ja, und zwar sind wir ja jetzt hier bei Rising Phoenix. Die Gilde ist jetzt mittlerweile komplett und wir haben insgesamt es auf ein Durchschnittslevel von 612 geschafft, was wirklich, ja, ganz toll, was wirklich echt gut ist, sag ich mal. Ich muss mal kurz gucken. Wir bei Celtic sind jetzt gerade bei 613, also wir sind jetzt fast gleich auf mit, mit meiner Main-Gilde, sag ich mal. Und das ist natürlich schon heftig, ne? Also eine sehr, sehr gute Fusion, die hier stattgefunden hat. Seraphim hat nochmal so ein paar kleine Background-Informationen unter dem letzten Merch-Video geschrieben, wen das Ganze nochmal interessiert, wie das Ganze so zustande kam und wer da alles dran beteiligt war, wieso, weshalb, warum. Ne, könnt ihr sehr gerne da nochmal euch den Kommentar durchlesen, da hat er sich nochmal die Zeit genommen. Und also eine sehr, sehr starke Gilde jetzt hier, Rising Phoenix. Und wir haben auch schon die ersten Kämpfe gemacht in der Ehrenhalle. Ich befinde mich jetzt gerade in den Top 10, was tatsächlich ganz gut ist. Ich habe jetzt aber etwas längere Zeit hier nicht gespielt. Also jetzt, weiß ich nicht, so längere Zeit, was heißt so 12, 15 Stunden oder so, ist jetzt meine Alu her circa. Und habe mich jetzt hier so platziert. Abseits von meinen Arena-Kämpfen keine weiteren Fights gemacht. Ich würde aber sagen, ich bin mir aber nicht sicher, dass sich das hier schon zumindest in der Heldenehrenhalle ein bisschen schon eingepegelt hat. Wir haben hier den Cäsar oben, der wirklich auch sehr, sehr stark ist. Barschal war ja bei uns der Platz 1 auf W27, auf dem Battlemage-Server. Ich komme jetzt mit den ganzen Servern jetzt ja auch schon mittlerweile durcheinander. Ist ja auch der stärkste Battlemage der Welt momentan, gerade von den Statpunkten her. Und deswegen kann er hier auch wirklich, obwohl das Level ein bisschen niedriger ist, auch trotzdem sehr gut oben mithalten. Umbums haben wir auch auf dem Server, ne? Und Battletaure tatsächlich hier auch, ne? Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest, ja. Der alte WoW-Streamer spielt hier noch bei Gift, oder er spielt bei Gift, ne? Ist hier der einzige, den ich jetzt hier sehe aus der Guild tatsächlich. Ansonsten dominiert hier Rising Phoenix. Wir haben hier ein paar Strohhut-Piraten mit dabei, die ich hier und da mal sehe. Ansonsten ist das relativ bunt gemischt, würde ich mal so sagen. Und ja, wir sind auf Platz 1 jetzt mittlerweile gelandet nach dem ersten Tag der Fusion und ich weiß noch nicht ganz genau, ob sich das hier schon alles eingepegelt hat. Ich würde sagen, dass die Strohpiraten wahrscheinlich auf Platz 2 sein werden. Wir gucken mal auf das Durchschnittslevel hier. Von der Platz 2 Gilde Real Lucky Germans haben wir hier mit 552, Hollywood mit 560, Strohpiraten mit 564. Also ich denke mal, da wird sich noch ein bisschen was tun, aber die sind hier tatsächlich relativ ausgeglichen alle. Wir haben hier auch das Olymp mit dabei mit 574, welche hier nochmal ein höheres Durchschnittslevel an den Tag legen. Also ich denke mal, das könnte echt ein spannender Fight werden zwischen den Platz 2, 3, also mit dem Treppchen, sag ich mal so, beim nächsten Elevator. Ich gehe mal von aus, dass wir mit Rising Phoenix wahrscheinlich jetzt unangefochten jetzt auch ein Stück weit wieder sein werden auf dem Server. Aber mal gucken, was die Zukunft noch bereithält. Vielleicht werden sich hier und da noch unter anderem andere Zusammenschlüsse bilden und dann noch eine zweite Gilde hier auf dem Server entstehen, die vielleicht auch sehr, sehr stark ist. Hier übrigens ist hier auch Seraphim mit dabei, hatte ja mehrere Accounts innerhalb der Server gehabt, so die gemerged werden mussten und deswegen hatte er auch in seinem Text so ein bisschen geschrieben gehabt, hier, der Umbums ist ja auch wieder mit dabei, also der spielt auch auf ganz vielen verschiedenen Servern so, ne? Ja, ich habe auch schon ein paar Fights gespeichert tatsächlich. Ich gehe mal von aus, der spannendste Fight wird der Strohhut-Piraten-Fight sein. Die Fights hier sind tatsächlich noch nicht so aussagekräftig, weil wir hier angegriffen worden sind. Da wurden wir gerade zusammen gewürfelt oder beziehungsweise da war
war der Fusion 21 Server noch nicht wirklich alt und diesbezüglich konnten sich halt nur die melden, die halt auch schon in der Gilde vorher drinne gewesen sind, die jetzt nicht gewechselt sind oder so, ne? Weil die anderen haben ja erstmal eine 24-Stunden-Sperre, bevor die halt eben sich zu den Fights und so melden dürfen. Ich gehe mal von aus, der spannendste Fight wird der gegen die Strohpiraten sein. Deswegen gucken wir mal erstmal noch bei Hollywood rein, ja, die uns hier angegriffen haben, glaube ich, oder haben wir die angegriffen? Da bin ich jetzt nicht ganz im... ich treffe hier den nächsten Kampfknopf gar nicht. Nicht ganz im Bilde, aber ja, ich denke mal, das sollten wir im Prinzip auch haben, genauso gegen die Strohhutpiraten, ansonsten wären wir ja jetzt auch nicht auf Platz 1. Ja, hier der Fight auch nicht wirklich so krass spannend. Gucken wir mal gegen die Strohhutpiraten rein. Ne? Da haben wir 48 gemeldet auf unserer Seite, 47 bei den Piraten. Und dann gucken wir uns mal den Fight hier an. Mal gucken, ob wir hier irgendwann rankommen. Man merkt, es sind viele Battle Mages auf jeden Fall hier in der Gilde drin bei Rising Phoenix. Und wir gucken auch noch mal gleich jetzt nach dem ersten Tag, wo wir uns international in der IHOF so ein bisschen platziert haben. Ich denke mal, da ist sogar noch Potenzial da. Aber ja, wir haben erstmal schon uns ja, echt eine gute Platzierung gesichert. Ne? Das zeige ich euch auf jeden Fall mal gleich. Hier haben wir Cäsar, der momentan stärkste Assassine weltweit. Ne? Gucken wir mal, was er hier so ausrichten kann noch. Ich denke mal, den sollte er auf jeden Fall noch wegkriegen. Und dann haben wir hier Nekos als Magier und da ist der Cäsar auch schon down. Und ja, jetzt nur noch hier MC Lok. 650er, aber auch keine Schnitte im Prinzip. Ja, mal gucken, vielleicht bilden sich noch irgendwie noch weitere Konkurrenzgilden. Das wäre auf jeden Fall cool, muss ich mal so sagen. Ansonsten, ja, repräsentieren wir als Rising Phoenix den Server F21 in der IHOF relativ gut, würde ich sagen. Wir sind momentan gerade auf Platz 5 und das ist echt, hätte ich nicht mit gerechnet. Also, dass wir hier wirklich so stark in den Top 10 drin sind, hätte ich nicht gedacht und ich bin mal gespannt, ob wir ja noch ein bisschen weiter nach oben kommen werden. Wir haben ja jetzt ein paar starke Spielerzusammenschlüsse in der Gilde gefunden. Ne? Wir haben ja sowieso viele starke Battle Mages auch in der Gilde. Ja, und mal gucken. Ne? Wir gucken mal einfach, gegen wen haben wir jetzt hier gekämpft. Ich habe mir die Kämpfe tatsächlich auch noch nicht angeguckt. Wir haben hier Rising Phoenix gegen Phoenix. Wie geil ist das denn, bitteschön? Wer hätte damit mal gerechnet, dass mal so eine Kampfkonstellation mal irgendwann zustande kommt, ja? Boah, das ist echt ein cooler Fight, muss ich mal so sagen. Und ja, dann, aber hier sind tatsächlich nur 41 Spieler. Das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber wir gucken mal, wir skippen mal den Kampf so ein bisschen durch, ja, wir verschnellern das Ganze natürlich hier mal, ne, da haben wir unseren Gildenleiter hier gerade gehabt, ne, also wirklich viele starke Spieler hier wirklich am Start gewesen. Barschal war hier auch schon, ne, muss man dazu sagen, hat nicht das höchste Level, deswegen kommt er relativ weit vorne dran, weil das ja nach Level gelistet ist hier so, ne, aber hat natürlich schon extrem starken Impact, dadurch, dass es halt so ein starker Spieler ist, so, ne. So, mal gucken. Was können wir hier so ausrichten? Ja, also leider wurde mein Feuerball auch, oh, der wurde zweimal jetzt geblockt. Gegen Suchiro kämpfe ich, Alter, ja, wie geil, Junge. Wie heftig. Letztes Mal noch gerade drüber geredet, über den guten Suchiro und jetzt tatsächlich auch in der ja, internationalen Ehrenhalle aufeinander getroffen. Direkt aufeinander. Das ist echt, also das feiere ich ja wirklich. Ich finde es so schade, dass das nicht so gut ausgebaut ist hier, die IHOF, weil ja, da kommen so viele coole, zufällige Kämpfe gegeneinander so zustande. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwann gegen Suchiro kämpfe, mit meinem Battle Mage einfach, ne? Ja, sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall, ne? So, jetzt kommen wir hier langsam zum Ende. Es ist tatsächlich auch sehr ausgeglichen, muss ich mal so sagen. Mal schauen, ob wir hier den Kampf auch nach Hause bringen können. So, da wird der nächste weggemacht. Jetzt haben wir hier Jeff auch. Ja, ein sehr hoher Magier auf jeden Fall gegen Umbums, auch starker Account. Und dann haben wir hier den Endfight jetzt, Null Kai gegen Umbums. Ich denke mal, ja, es ist Krieger gegen Krieger, aber ich denke mal, das wird der Null Kai anhand der Statpunkte gewinnen. Umbums schon ein bisschen angeschlagen, da muss jetzt noch ein Wunder passieren, dass ja, wir den Kampf hier zurückholen. Aber nein,
GG an der Stelle, schöner Kampf gewesen. Ja, Rising Phoenix auf Platz 5 ist phänomenal, muss ich mal so sagen. Ich muss mir nochmal ganz kurzerweise hier, warte mal, kann ich hier überspringen? Nee, das geht nur in den normalen Kämpfen. Ich muss mir nochmal egoistischerweise meinen Kampf angucken, weil das finde ich echt cool, ja, dass man hier so auf Leute trifft aus anderen Gilden, die man auch kennt, so, ne. Hätte ich mal gerne mit meinem Magier gegen gekämpft, nicht mit meinem Battle Mage, sondern gegen meinen Magier, so, ne. Also Magier gegen Magier Battle, ne. Das wäre noch cooler gewesen, muss ich sagen. So, machen wir mal den nächsten Kampf hier. Man muss sagen, wir sind schon angeschlagen, ja? Aber wir hauen noch so einen heftigen Crit raus, weil der Suchiro eine motherfucking Glass Cannon ist, ja? Und deswegen hätten wir vorher nicht einen Hit kassiert, hätten wir ihn vielleicht sogar besiegen können, ja? Das ist krass. Also Battle Mage sehr viel Schaden gemacht, weil Suchiro, ja, irgendwie eine 90-10-Skillung hat oder so, ja? Cooler Fight, muss ich sagen. Hier haben wir Phoenix gegen Endgegner und haben wir hier noch einen Kampf. Ja, hier hatte Rising Phoenix gegen Venturnici gekämpft. Gucken wir uns den Fight mal auch an. Ja, skippen wir mal ganz kurz durch. Also ist auf jeden Fall sehr cool. Es herrscht wieder sehr viel Dynamik. Ich finde es auch mal schön, in der Gilde zu sein, die in der IHOF auch echt gut vertreten ist, muss ich sagen. Also das macht mir persönlich nochmal sehr viel mehr Spaß auf einer anderen Ebene Spaß, weil man halt eben mit seinem Account auch gegen andere Leute von anderen Servern kämpfen kann, die man halt wirklich sonst nie so treffen könnte, ne? Mal gucken, vielleicht steigen wir noch ein bisschen höher auf und dann kämpfen wir vielleicht eines Tages mal gegen die Gilde Endgegner oder so, dass wir mal auf den Chris treffen oder so. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Oder halt, was auch cool ist, gegen Horizon, ne? Da, wo halt eben mein Main-Magier auch ist, ne? Das wäre auch ganz lustig auf jeden Fall, dass wir gegen die auch antreten können. So, da trifft mal jetzt hier mein Komet auch mal rein. So, wir skippen aber haben ihn nicht ganz besiegt, war aber auch ein starker Account, muss man dazu sagen, ne? Und den Kampf, den sollten wir eigentlich nach Hause kriegen können. Aber Best auch fast Stufe 700 hier. Starker Kundi an der Stelle. Nimmt hier noch den ein oder anderen mit, schafft es aber nicht ganz hier die Gilde zu besiegen. Ja, GG. Und ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wie das Ganze hier so sich entwickelt mit Rising Phoenix. Bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Genau, ja. Ein kleiner Zwischenstatus hier von F21. Coole Sache, macht auf jeden Fall Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann wisst ihr Bescheid, was zu tun ist, ne? Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.